Dort, da hinten sind die Giraffen. Es geht rund. In der Stadt der Buchmesse. Die Erotik im Film. Leipzig an einem Tag und das in der kalten Jahreszeit. Kalt ist es in Leipzig. Ist ja auch Winter. Ja, na schönen Dank. Ja, vielen Dank. So geht die Hinreisenfolge los, denn wir wollten von euch eure Lieblingsorte wissen. Ihr habt sie uns geschickt. Und unser Team hat die Tipps in kleine Rätsel verpackt und mit Bildern garniert. Ob das was wird? Sattelsturm, wir gehen reiten. Mittelmeer. Kinosaal sicherlich nicht. 7 Tipps werden wir testen. Leipziger Lerchenbacken. Leipziger Zootiere suchen. Lars, guck dir das an. In freier Wildbahn. Im Leipziger Auwald wird abgerissen. Im Kaffeehaus Riquet wird's gediegen. Und bei Frau Krause urig. Im Bundesverwaltungsgericht kommen wir dem Verbrechen auf die Spur. Im Ulmer Reichswehrprozess ist Adolf Hitler als Zeuge aufgetreten. Das sagen wir mal besser der WAPO Leipzig. Und in der Albertina wird geschmökert. Eure 7 Tipps für einen kalten Tag in Leipzig. Das ist der Lieblingsort von Kniffel 2.0. Übrigens das größte Buch der Stadt. Also ich sehe nur den Uniriesen vor getönter Scheibe. Naja, der soll ein aufgeschlagenes Buch darstellen, gehört ja zur Uni Leipzig. So, und jetzt erklären wir doch erstmal dieses Quiz. Ja, wir haben Hinweise bekommen. Das sind einerseits Fotoschnipsel, Ausschnitte von Lieblingsorten, von Tipps und dazu gibt es kleine gereimte Rätsel. Das wollen wir wohin kriegen. Aber wir kommen doch gar nicht von hier. Doch, schau mal, das ist mein alter Ausweis. Du warst Leipziger? Ich war mal für ein paar Jahre Leipziger. Na perfekt. So, das kriegen wir ja wohin. Kann losgehen. Bereit fürs erste Rätsel? Aber sowas von. Ich zeig dir erstmal nur das Foto. Okay. Das ist eine Leggings, die habe ich auch. Aber das ist kein Menschenbein. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Das Rätsel dazu? Ja, gern. Emilia van Wiedener gab euch das Rätsel, das könntet ihr schaffen. Leipzig bietet Lebensraum für hunderte Affen. Viel Geld muss man zahlen, will man sie begaffen. Doch kann man sparen, blickt man auf. Die erstmal eine paffen. Naja, das machen wir am besten im Zoo, weil ich glaube, es sind Giraffen gemeint. Giraffen? Es geht jetzt zu Giraffen? Na klar. Na, dann schnell Tee austrinken und los geht's. Ach, mach ruhig. Der Weg ist nicht weit. Vom Felix am Augustusplatz müssen wir vorbei am Gewandhaus, einmal quer durch die Innenstadt. Das dauert selbst zu Fuß nur 25 Minuten. Nur? Im Zoo müssen wir auch noch laufen. Also ich sehe meinen Schrittzähler jetzt schon explodieren. Dann wird dir wenigstens warm. Schnapper gemacht. Kostet im Winter 5 Euro weniger. Ab dem Frühjahr gelten wieder die vollen Preise. Und jetzt geht's rein. Hier geht's rein. Dann zahlen Erwachsene 24 statt 19 Euro und Kinder 16 statt 12. Ja. Hoch! Hallihallo! Hallo Lama. Wir suchen. Die Giraffen. Ja, die. Da lang? Sancho! ¿Dónde están las jirafas? Das kommt ihm Spanisch vor. Ja, aus dem war aber nichts rauszukriegen jetzt. Der Zoo bietet mehr als 600 verschiedene Tiere von allen Kontinenten. Können wir nicht ins Gondwanaland gehen? Da ist es wenigstens warm. Ja, aber da sind keine Giraffen. Ach, es sind wenig Tiere draußen bei der Kälte. Dafür sind auch wenig Besucher da. Wir können überall in die erste Reihe. Können wir was essen? Jetzt schon? Naja, die Zoo-Restaurants haben auch im Winter geöffnet. Eins ist sogar bei den Giraffen. Da schleicht doch eine Großkatze rum. Oh, da war eine Katze. Lars, guck dir das an. In freier Wildbahn. Ein Bagasaurus. Ah, dicht dran in der Giraffe. Aber das ist sie noch nicht. Die Farbe hat schon mal gestimmt. Die Hyänen lachen wenigstens über meine Witze. Hoffentlich haben die Giraffen nicht aufgefressen. Also bei König der Löwen habe ich sie nicht so gemocht wie jetzt. Apropos, da ist doch eine andere Besucherin. Vielleicht hat sie die Giraffen ja schon gesehen. Wir müssten eigentlich schon längst da sein. Und was ist denn mit den Giraffen? Die suchen wir. Ja, die Die suchen sind noch wir. ein Stück weiter. Genau, hier rum und dann sind sie ja direkt eigentlich dort. So ein schöner Sonnenschirm. Nur leider etwas zu hoch. Also für uns. Der ist wahrscheinlich für die Giraffen da. Es steht ja auch hier. Die Rothschild-Giraffe. Giraffe, ja.
Die sollte hier rumrennen, aber vielleicht mögen die den Winter auch nicht so. André, wieso steht denn hier auf dem Geländer bitte nicht füttern drauf? Naja, das Geländer hier vom Restaurant, das ist so auf Augenhöhe mit den Giraffen. Und man sollte natürlich nicht füttern von hier aus. Also, wenn sie da wären. Wir haben sie nur auf der Gardine drin im Restaurant gesehen. Hier leider nicht. Ich habe den Spruch auch noch nicht verstanden, Lars. Viel Geld muss man zahlen, will man sie begaffen. Doch kann man sparen, blickt man auf Giraffen. Wir haben nichts gespart, wir blicken nicht auf Giraffen. Nee, wir haben nichts gespart, aber die Leute, die da im Park laufen, die sehen die auch, aber ohne Eintritt zu bezahlen. Ja, das ist nicht mehr Zoogelände. Die haben sich den Eintritt gespart. Dann gucken wir doch noch mal von da. Na komm. Also einmal zurück zum Haupteingang und dann die große Runde außenrum ins Rosental. Aha, meine Füße. Ach komm, Lars, das sind doch nur knapp 20 Minuten. So, Lars, wir sind jetzt praktisch hinterm Zoo. Ja, und genau da, wo wir Ach, gucke. vorhin waren. Nur andere klar. Seite. Das Restaurant, Restaurant. der Schirm von den Giraffen. Ich sehe noch gar nicht. Doch, da hinten sind die Giraffen. Na, nur unser Kameramann sieht sie nicht. Jetzt haben sie uns gesehen. 1, 2, 3, 4 Stück auf einmal. Was du alles siehst. Da hätten wir gar nicht reingehen brauchen. Wir sehen sie von hier. Wusstest du, Lars, dass Giraffen die höchsten Tiere der Erde sind? Und wusstest du, André, dass Giraffenbabys erst mal 2 Meter tief fallen, bevor sie auf die Welt kommen? Oh. Danke für den Tipp, Emilia. Wer mehr Glück hat als wir, kann hier ganz nebenbei beim Spaziergang oder der Gassi-Runde einen kleinen Gratis-Zoobesuch abstauben. Okay, Lars, bereit fürs nächste Rätsel? Immer bereit. Ich glaube, es wird gefährlich. Es wankt und schwankt. User Raschmann hat's empfohlen. Der Blick über den Auwald wird euch entlohnen. Schütte wie einen Reim diesen Dackelwurm, dann stehst du bald auf dem. Sattelsturm, wir gehen reiten. Schüttel den Reim, Dackelwurm, Ach, Schüttelreim, Dackelwurm, dann stehen wir auf dem Wackelturm. Wackelturm. Bei dem Wind. Na klar, sonst wackelt's ja nicht. Nochmal 500 Meter. Ja, das Rosental ist ganz schön weitläufig. Es zieht sich wie ein grünes Band durch die Stadt. Aber wieder sind es nur 20 Minuten vom Zooschaufenster bis zum sogenannten Wackelturm. Den Namen hat er von den Leipzigern nicht zufällig bekommen. Und weißt du, Lars, warum der Wackelturm Wackelturm heißt? Der erinnert mich ein bisschen ans Freibad und den Zehner. Weil da die Knie gewackelt haben. Naja, es ist ein bisschen windempfindlich. Und wir haben eine kleine Windwarnung. Eine kleine Windhose habe ich gleich. Warum muss denn hier auf einmal so ein Hügel sein? Ja, das ist ein alter Müllberg, aber in über 100 Jahren schon gut festgetreten. Und jetzt hab dich nicht so, dafür lohnt sich der Ausblick gleich umso mehr. Das ist jetzt schon schön hoch. Wie ist das für Menschen mit Höhenangst? Und zack, sind wir auch schon oben. Da sind wir. Was ein Blick. Uiuiui, ich muss die Mütze festhalten. Also, es ist windig, aber hier wackelt ja gar nichts. Jetzt wackelt's. Na jetzt, weil ich was wackel. Raschman hat recht. Der Blick über den Auwald ist echt nicht übel. Und im Winter ist die Aussicht extra weit. Von hier oben können wir zum Beispiel sehen, wie weit wir schon gelaufen sind. So, fangen wir mal an mit Sachen, die ich kenne. Das ist der Uniriese, da ist das neue Rathaus und links daneben, da kommen wir her, Gondwanaland. Ja. Das ist alles so lang schön, bis du mitwackelst. Wenn du dann aber dich hinstellst, dann wird's komisch. Und solange man kein Geräusch hört, Lars, das nächste Rätsel kriegen wir auch geschaukelt. Okay. Christiane.Kogler liebt diesen Fleck. Hier fließt die Diebische nicht mehr so keck. Der Durchfluss fällt ihr hier schwer. Werft einen Blick auf das Mittelmeer. Mittelmeer. Diebisches Mittelmeer. Was reimt sich auf schwer? Na, wer? Wehr, Elsterwehr. Endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Aber irgendwie riecht's hier komisch. Ist das ein Klärwerk? Das ist vermutlich ein beliebtes Ausflugsziel zum
zum... ich Mais weiß aus auch Dosen nicht. essen, guck mal. Und hier hast du auch einen ganz tollen Blick. Hier liegen auch noch Teile von so einem Siphon. Das, sagen wir mal besser, der Vapo Leipzig. Also irgendwie sind wir hier falsch. Werft einen Blick auf das... Klärwerk. Wir fragen mal besser jemanden. Jemanden mit einer richtigen Spürnase. Luna kann uns leider auch nicht helfen, aber ihr Frauchen sieht ortskundig aus. Wie kommen wir zum Elsterwehr? Wir wissen, wie wir nicht hinkommen. Jetzt brauchen wir jemanden, der weiß, wie wir hinkommen. Okay, spannend. Also, das Elsterwehr meine ich, da müssen Sie hier jetzt wieder nach links rum. Also, das ist jetzt nicht so das Romantische, ja, sondern halt eher so das, was halt jeder kennt, ja, wo so ein bisschen wie so wasserfallmäßig Wir das wollen dann schon auch das ist. Romantische haben. Ah, Das okay. Schöne, das Besondere. Okay, also da gibt es auf jeden Fall eins, da ist halt auch so eine große Trauerweide noch dabei. Und am Ende ist das so ein Geheimtipp, dass es ja noch nicht mal bei Google drin steht. Das wär's ja. Den nehmen wir. Aber schau, das ist gar nicht mehr weit. Was meinst du, wie lange es zu Fuß dauert? 20 Minuten? Genau. Einmal ums Klärwerk und schon sind wir am Lieblingsfleck von Christiane. Also hoffentlich ist es das Richtige. Es gibt entlang der Elster nämlich einige Wehre. Schön ist es ja, aber auf dem Schild steht was anderes. Aber wenn das Luppewehr ist, dann heißt es ja, dass das die Luppe ist. Das ist die Luppe, aber das geht ja, also es kommt ja aus dem Elsterbecken. Insofern würde der Reim ja trotzdem aufgehen. Der Durchfluss fällt ihr hier schwer, werft einen Blick auf das Luppewehr. Luppewehr. Wir gehen jetzt erstmal noch ein bisschen gucken hier. Was liegt hier rum? Lippenstift. Lippenstift. Ja, das war ja ein romantischer Punkt. In dem Fall Lippenstift. Hier, Elster, Wo denn? Elsterbecken. Ah, das ist das Elsterbecken. Wir sind und also richtig. dann ist das Luppewehr am Elsterbecken. Luppewehr, Elsterbecken, perfekt. Nur die romantische Trauerweide. Die haben wir nicht gefunden. Wann kommt denn mal was für einen leeren Bauch und für müde Füße? Warte mal, da habe ich, glaube ich, was Schönes, Passendes für dich. Oh ja, das wird dir gefallen. Horche, ein User gab uns diesen süßen Tipp. Hier lernt man backen, Schritt für Schritt. Das Ergebnis schmeckt herrlich. Und jetzt kommt das Coole. Die Lerche gibt es in Leipzigs erster... Bambule. Oh, warte, hier ist das Foto. In Leipzigs erster Brotschule. Vogel auf Brot, na los? Ah, die Lerche ist was anderes. Nun müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Naja, mit dem Fahrrad wären es nur 14 Minuten, aber es lohnt sich, denn das sind Leipziger Lerchen. Was brauchen wir dafür? Erstmal saubere Hände. Ich hoffe, habt ihr gewaschen. Ja, Schürze habt ihr schon rum. natürlich. Super. Wir brauchen Mürbeteig, Marmelade, unsere Förmchen natürlich, Marzipan, einmal Nudelholz. Das kannst du nehmen. Du Ja. bist kleiner, okay. Diesen Teig müssen wir jetzt erst mal 3 mm dünn ausrollen. Aber Steffen Losser kann uns bei der Aufgabe zum Glück helfen. Und immer dabei Qualitätskontrolle. Hey! Lars, wie läuft's bei dir da drüben? Fängst du auch mal an? Ja, das läuft super, ja. Guck mal. Ja, ein solcher Backkurs dauert bei Steffen ungefähr 4 Stunden. Bis zu 20 Backschülerinnen und Backschüler können hier gleichzeitig mitmachen, mindestens aber 10, damit ein Kurs stattfindet. Für uns macht Steffen aber eine Ausnahme. Wie lange gibt es die Leipziger Lerche denn eigentlich schon? So wie wir sie kennen. Weil es war ja wirklich mal ein Vogel drin. Ganz zum Anfang war mal ein Vogel. So ist das Ganze entstanden. Aber ich habe schon die verrücktesten Formen und Varianten gesehen. Also von pikant mit irgendwelchen Schinkenfüllungen oder Kräuter, Frischkäse. Aber ich bin ein Freund vom klassischen. Also Lars, ich habe 7 Stück geschafft. Ich habe 4 geschafft, aber ich zeige euch dafür noch einen Trick. Guck mal, nimmst einen Mürbeteig und machst so. Toll. Fast wie 2 Formen. Steffen, du kannst auch ruhig schon die ersten Noten vergeben an Lars und mich. Also, und zwar nicht fürs Naschen. Und da hat er ja schon mal die 1 plus. Es ist Kirsche. Ich liebe Kirsche. Das ist übrigens fast egal, was für ein Fruchtaufstrich da in die Lerche kommt.
Was ist denn eure Lieblingssorte? Jedenfalls muss ein ordentlicher Löffel reingeflatscht werden. Nur nicht geizen. Es muss auch gar nicht schön sein. Im Ofen zerläuft die Marmelade dann eh gleichmäßig. Da ist es auch ganz wichtig bestimmt, dass man richtig reingeht mit dem Finger. Zum Schluss kommt das Beste. Ey, aber wieder Hände waschen, ja? Ja. Steffens Geheimnis ist übrigens die Qualität seiner Zutaten. Wer die besten Zutaten verwendet, bekommt auch die besten Lerchen. Das Rezept findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und du kannst dir mal schätzen, wie viel Marzipan da jetzt rein muss. Sieht gut aus. So viel? Ein bisschen mehr. Noch mehr? Das ist ja Marzipan satt. Also du warst ja noch sehr Das zaghaft. hätte ich auch nicht gedacht. Und da hast du schon gedacht, das ist viel. Eben. Okay, ich probier's nochmal. Richtig schöner Haufenlauf. Ja, du, das habe ich von vorhin, vom Rosenthal habe ich das noch, die kleinen Häufen hier. Ich wusste, wie sie aussehen müssen. So, ich würde denken, jetzt kommt noch das Kreuz und dann haben wir's. Genau, die Gitter. Dafür brauchen wir nochmal Mürbeteig. Der wird in gleiche Streifen geschnitten und dann einfach über Kreuz auf die Lerche gelegt. Warum macht man das so? Damit man es dann als kleinen Korb halten kann oder warum? Könnte man fast denken, ist aber nicht so. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass es früher so war, dass man die Vögel gefangen hat. Und wo man die zubereitet hat, wurden die im Prinzip mit 2 Fäden über Kreuz zusammengebunden. Und das ist im Prinzip die Anlehnung. Zum Schluss noch etwas Ei drüber pinseln. Das gibt Farbe und einen schönen Glanz. Nix Pinsel. Oh, guck mal, einwandfrei. So ist super. Und dann ab in den Ofen. Da fliegen die Leipziger Lerchen ein. Ach, die werden auf dem Boden gebacken, ja? Flieg. Und zu? Wie viele Grad? 180 bis 200 Grad, je nach Ofen. Bei unserem hier 180 sollten passen. Die werden schon braun, Lars. Die sind nicht mal eine halbe Minute drin. Geduld. Jetzt aber, halbe Stunde, fertig. Deine haben aber Schönheitsfehlerchen. Hey, die haben Charakter. Außerdem, wer sagt, dass das meine sind? Der Herr hatte Leipziger Lerche bestellt? N, Lerchen, immer Mehrzahl. Gut. Ah, da sind sie Mach ja. mal Platz. Und, gibt's einen Kaffee dazu? Schmuckstücke. Nee, ich serviere dir das nächste Rätsel. Wo der Elefanten Köpfe halten wacht, lockt feiner Duft, bei dem jeder erwacht. Willst du ihn trinken, den schwarzen Kaffee? Dann suchst du am Naschmarkt das Café. André Rieu. Das reimt sich. Reimt sich nicht so gut. Das Café Riquet. Wir kommen mal zur Kaffeegeschichte von Leipzig. Da gibt es einiges zu erzählen. Aber vorher erstmal der Lerche nach. Oh. Ja, hoffentlich bist du jetzt etwas gestärkt. Wieso? Ist es wieder weit? Nö, wir sind ja schon am Rand der Innenstadt und müssen jetzt mitten rein. An der berühmten Thomaskirche vorbei sind es nicht mal 15 Minuten zu Fuß. Und wir haben Glück, denn wären wir am Wochenende hier, müssten wir erfahrungsgemäß eine Weile anstehen für einen Tisch. Ach, guck mal, die Lerchen hier sehen fast so hübsch aus wie unsere. Ja, aber ich schaue erst mal in die Karte. Oh, Elefantenschokolade? Das habe ich ja noch nie gesehen, dass in einer Karte auch so Mitbringsel stehen wie Postkarten oder Magnete oder verschiedene Cafés. Na logisch halt, wir sind ja auch in einem Café. Ich meine, das Riquet, das ist schon Kult. Das heißt, du warst ja schon mal. Ja, na klar. Also hier kannst du immer hin mit den Eltern, mit den Schwiegereltern. Ist halt schön, ist gemütlich. Uiuiui, die Preise. Ach komm. Och, Apfelmustorte klingt verlockend. Apfelmus. Ich nehme... die hier. Gute Wahl. Genuss und Kaffee sind übrigens fest mit Leipzigs Geschichte verbunden. Schon Ende des 17. Jahrhunderts wurde in Leipzig gepflegt Kaffee getrunken. Sogar Goethe war hier schon Gast. Ich brauche erstmal ein schönes Schälchen Hesen. Kommt sofort. Wie steche ich sie an? Was mache ich? Hier liegt noch eine Serviette. Wer kriegt die Schokolade? Oh, wusste ich, dass du die nimmst. Naja. Oh,
Da bin ich mal gespannt, wie der Apfelmuskuchen schmecken wird. Da bin ich jetzt aber sehr, sehr gespannt. Was ist die erste Note? Ja, ordentlich Apfel. Und hoffe, dass der Kuchen stehen bleibt. Oh, das ist schokoladig. Im Abgang wie kalter Hund. Also Lars, solche Tipps können wir ruhig öfter kriegen. Ach, gucke. Bach. Hat geschmeckt, Herr Bach. Ja, der hatte ja vor allem auch seine Kaffeekantate in Leipzig geschrieben, als er Thomaskantor war und Musikdirektor. Apropos, da ist doch noch was. Wir kommen zum nächsten. Ach, das nächste Rätsel. Der König Albert voller Macht hat Bildung groß und stark gemacht. Noch heute in Leipzig alles prima. Bücher satt in der. 101 Dalmatiner. Na, guck noch mal aufs Foto. In der. Tina kann ich lesen. Albertina. Albertina. Das war doch easy. Und was ist das? Da wohnen die 101 Dalmatiner. Ach, das ist die Geisteswissenschaftliche Zentralbibliothek der Uni Leipzig. Und die ist auch gar nicht so weit weg. Wir gehen durch die Mädlerpassage mit ihren edlen Boutiquen, lassen das neue Rathaus und die Innenstadt hinter uns und ruckzuck sind wir da. Also Lars, mit deinen 101 Dalmatinern wird das hier nix. Aber mit 101 Büchern in einer der ältesten Bibliotheken Deutschlands. Mir reicht schon ein Buch. Oh, ist das imposant. Wo sind denn die Bücher? In den Lesesälen? Nee, guck mal, da sind doch schon welche. Ach. Bücher zum Mitnehmen. Oh, das ist ja genau meins. Ui, die Erotik im Film, Band 1, 2 und 3. Mit Bildern. Na, die nimmst du mit. Na, André, da haben wir doch unsere Lektüre. Aber ist das hier nicht nur was für Studis? Auch. Hier kann wirklich jeder rein und gerade im Winter kann man sich hier gut aufwärmen. Und mal auf Klo. Das auch. Und zwischen philosophischen Werken und juristischen Abhandlungen kann man sich dann so richtig Dumm fühlen. Aber verirren sich Touristen hierher? Allein die Architektur ist doch zumindest einen Blick wert. Und zur Buchmesse ist hier bestimmt was los. Da kommt man zu ganz neuen Erkenntnissen. Ein Loch. Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Diese Atmosphäre einer ständigen heterosexuellen okularen Erregung führt zu einer langsamen Entladung des Libido-Zustandes. Oh, gucken wir uns noch ein bisschen um. Na klar. Schau, man kann hier sogar kostenlos die aktuellen Zeitungen lesen. Dazu ein Käffchen? Cafeteria gibt's auch. Ui. Psst. Und sag mal, mit deinem Dürer in der Hand, fühlst du dich jetzt schon schlauer? Also in jedem Fall erleuchtet. Und das älteste Schriftstück ist bestimmt das hier. Guck mal, Lars, das ist ein altes Zeugnis von dir. Ich weiß, was das ist. Das ist dein Einkaufszettel, wenn es noch was im Angebot gibt. Hier kann man die längste und einzig vollständig überlieferte Papyrusrolle der altägyptischen Heilkunde bestaunen. Das Papyrus und der Text passen nicht so zusammen. Probleme der Nahrungsaufnahme, Harnstörungen, Kopfschmerzen. Naja. Das ist ein Beipackzettel. Wie lang ist der? 18 Meter. Ui. Und wie alt? 16. Jahrhundert. Vor Christus. Es gibt auch immer wechselnde Ausstellungen, wie hier über die Schätze des Erdbodens. Du meinst Steine? Ja, und auch hier ist der Eintritt frei. Woran erinnert dich das? Kann ich dir sagen. An meinen ersten großen Pickel mit 13. Ich dachte, der geht nie wieder weg. Oh. Was für ein Krater. Oh, frisch. Wo geht's als nächstes hin? Ja, lass mal schauen. Diesen Tipp eines Users erratet ihr nie. Wer schützt den Bürger vor Bürokratie? Über Behörden zu urteilen ist Justitias Pflicht. Das macht sie im... Kinosaal sicherlich nicht. Hier auf Was? dem Hinweisfoto kann man es auch fast lesen. Das macht sie im... Verwaltungsgericht. Ach, da ist noch was dran. Das wird das... Bundesverwaltungsgericht sein. Wir haben Glück. Das ist direkt nebenan. Ach, wir sehen es ja schon. Guck mal. Ja, der Eingang ist gleich um die Ecke. Und wir sind auch zeitlich nah dran. An der nächsten Führung nämlich.
Das sieht ja aus wie der Reichstag in Berlin. Ja, es wurde sogar im gleichen Jahr eingeweiht. Die richterliche Gewalt wollte der gesetzgebenden Gewalt in nichts nachstehen. Übrigens, seit diesem Jahr gibt es gleich 3 Anbieter, die durchs Bundesverwaltungsgericht führen. Ihr solltet also schauen, welcher der 3 zeitlich, preislich und inhaltlich am besten zu euch passt. Wir besichtigen die Gerichtssäle, in denen heute noch täglich verhandelt wird. Auf uns warten 90 Minuten voller spannender Anekdoten über Gerichtsprozesse und auch zur Baugeschichte. Lars, wusstest du, dass 2 absolute Anfänger den Architekturwettbewerb damals gewonnen haben? Nein. Doch, unglaublich. Ludwig Hoffmann, der leitende Architekt, hatte weder ein Wohnhaus noch ein Gewerbehaus noch nicht mal eine Hundehütte gebaut. Das ist ziemlich dünne, wenn man hier eines der größten Staatsgebäude des frisch entstandenen neuen Landes bauen soll. Hendrik Fiedler führt seit über 20 Jahren durch das Bundesverwaltungsgericht. Er hat die wildesten Prozesse live mitbekommen. Und er hat uns beigebracht, die Prozesse sind öffentlich. Man kann also auch ohne Führung hier rein, bei den Verhandlungen zuschauen, die so stattfinden. Und das ist kostenlos. Ja, man sollte sich aber trotzdem vorher anmelden. Und in diesem prächtigen Verhandlungssaal hat Käthe Kruse den ersten deutschen Urheberrechtsprozess gewonnen. Und Karl Liebknecht wurde in diesem Raum wegen Hochverrat angeklagt. In der Weimarer Republik war hier einiges los. Im Ulmer Reichswehrprozess ist Adolf Hitler als Zeuge aufgetreten und hat gesagt, er wird es nicht nur mal mit einem Putsch wie in München versuchen, sondern wird sich nach den Gesetzen der Weimarer Republik zum Reichskanzler wählen lassen und erst dann das Land umgestalten. Und der wichtigste Prozess war natürlich der Reichstagsbrandprozess, der hier stattfand. Ui, jetzt geht es in den Hochsicherheitsbereich. Genau, hier kommt man wirklich nur mit einer Führung hin. Hinter dieser Tür befindet sich die ehemalige Wohnung des Gerichtspräsidenten. Da kommt mir irgendwie bekannt vor. Dr. Ludwig Frege, ehemaliger Präsident des Bundesverwaltungsgerichts und Großvater von Campino von den Toten Hosen. Wusste ich's doch. Damals haben die Präsidenten des Gerichts in diesem Haus regelrecht residiert. Hier wurden Staatsgäste empfangen und sogar Bälle abgehalten. Na Lars, wie wär's? So ein kleiner Ballsaal für zu Hause? Ja, suche 2 Zimmer, Küche, Ballsaal. Ja, dann tanz mal los. Aber bitte nicht nach 22 Uhr. Nee, sonst komme ich vors Bundesverwaltungsgericht. Das waren schon viele Infos, aber das mit Campino und seinem Opa, das hätte ich nicht gedacht. So, Ich fand den Ballsaal schön. los geht's. Halt. Nicht vergessen. Ach, dein Euro. Na sicher. Na, vielleicht brauchen wir den ja auch gleich noch. Lass mal schauen aufs nächste Rätsel. Beim Tipp von Schulschar wird es urig, machet euch frisch. Es stinken die Wände und es klebe der Tisch. Wo ist der Charme von Connewitz zu Hause? Connewitz habe ich gewohnt. Natürlich in der Kneipe, benannt nach... Zu Hause? Kneipe benannt nach... Waldbrause, Himbeerbrause, Waldmeister Brause. Hier ist noch so ein Foto. Krause. Krause. Ah, Frau Krause. vielleicht Frau Krause. Das kenne ich gar nicht. Na dann suchen wir Frau Müssen wir Krause. uns angucken. Da fragen wir uns durch. Ui, da müssen wir aber weit in den Süden. Das ist eine Dreiviertelstunde zu Fuß. Vorbei an der berühmten Leuchtreklame des VEB Feinkost mit der Löffelfamilie. Oder schneller als auf der Galopprennbahn mit dem Auto in nur 8 Minuten die Carly runter. Sieht ja schon ganz schön schick aus mit den ganzen Kneipen und so. Arabisch, Irisch, Italienisch und selbst den Thüringer Rostbratwurst kriege ich hier im Süden von Leipzig. Naja, das ist die Carly, die Karl-Liebknecht-Straße. Das ist wirklich die Kneipenmeile hier in der Südvorstadt. Und hier wohnt auch Frau Krause. Ja, nee, im Rätsel war die Rede von Connewitz. Und Connewitz ist ganz hinten am Ende von der Carly. Ah ja, dann FF. Flotte Füße. Mann. Also das ist schon ein Kontrastprogramm. Gerade noch Walzer getanzt im Bundesverwaltungsgericht und jetzt hier Street Art. Graffiti pur. Ich glaube, es gibt in Connewitz kein einziges Haus ohne. Ja, und wenn der Haus dann voll ist, dann macht man am Auto weiter. Sag mal, wie hieß die Frau? Na, irgendwas mit Krause. Aber ich habe auf der anderen Seite von Connewitz gewohnt, an der Wendeschleife. Müssen wir mal schauen. Und zwar genau dorthin. Guck mal, Frau Krause. Krause. Na, dann nix wie rein.
Und André, Was ist denn, meinst du, wir kommen auch wieder raus? wenn du lieb bist? Na dann, auf geht's. So bei euch? Ich sag mal so, wir sind ja hier bei Frau Krause. Deswegen trinkt jeder von uns beiden eine große. Ein Fassbrause, ja. Klein oder groß? Groß. Groß. Ja. Und zu essen ist auch kein Witz. Nimmt jeder von uns eine Bocki Ja. und Pommes frites. Okay. Also Frau Krause scheint ja eine echte Institution in Konnewitz zu sein. So gut besucht, wie das hier ist. Jung und alt, versammelt, um friedlich eine zu bechern. Oh, Dankeschön. Na, Dankeschön. Lars, ob wir uns das verdient haben? Also, ihr habt euch auf jeden Fall ein dickes Dankeschön verdient. So viele schöne Tipps für diese Folge. Ich muss zugeben, André, das ist die schönste Hinreisenfolge, die wir jemals in Leipzig gedreht haben. Lars, das ist auch die einzige. Oh, so. One